Hallo zusammen. Dieses Tutorial soll dazu da sein, dass ihr das wie ein Nachschlagewerk verwenden könnt. Ihr könnt also zu den einzelnen Punkten im Menü unten in der Beschreibung springen und habt zu jedem Punkt eine Erklärung. Da geht es auch schon gleich los mit dem Online-Monitor. Der ist eine gute Übersicht, um alles das zu sehen, was mit der Verbindung der Fritzbox zusammenhängt. Für die meisten am interessantesten ist die erste Zeile die Geschwindigkeit vom DSL-Zugang. Bei mir ist es leider nur mickrige 55 Megabit Download und 11 Megabit Upload. Das ist wirklich sehr wenig, aber mehr kann ich hier, wo ich wohne, kriege ich hier nicht. Danach steht, welche IPv4-Adresse die Fritzbox nach außen hin hat und welche IPv6-Adresse, sowie seit wann sie verbunden ist. Das musste ich euch jetzt hier ausgrauen, weil das ist meine öffentliche IPv6-Adresse und ich möchte nicht unbedingt, dass Leute die kennen. Dann ist hier der benutzte DNS-Server und da habe ich ein Video zu gemacht, wie man den dort verschlüsselt. Das ist auch bei mir, sämtliche Server sind dort verschlüsselt, wie das geht. In dem Video werde ich euch hier rein verlinken. Da habe ich gleich zwei verschiedene. Das kommt aber dann unten beim Server nochmal genauer, wo man die einstellt. So, dann gibt es hier weitere Verbindungen. Einmal die MyFritz-Verbindung. Das musste ich euch auch ausgrauen, weil über die Verbindung, wenn ihr das eingebt, kommt ihr direkt auf meine Box. Sogar der Benutzername ist hier schon voreingestellt. Den kann man hier auch lesen. Und noch einige VPN-Verbindungen, die ich konfiguriert habe, die Fritz-Dienste und die Portfreigabe. Interessant ist hier der Online-Zähler. Da steht schon drin, wie viele Daten seit dem letzten Zurücksetzen schon über die Box rausgegangen und reingegangen sind. So, jetzt mache ich eine kleine Pause, dann scrolle ich das hier hoch und dann geht es weiter. So, da bin ich jetzt wieder zurück. Und hier ist einer der Punkte, ich habe das noch nie verwendet, aber hier kann man die Fritzbox neu verbinden lassen. Das ist für die Fälle gut, wenn man Bedenken hat, dass die Connection zum Internet nur deshalb nicht funktioniert, weil die Fritzbox irgendeinen Fehler gemacht hat und man das einfach nochmal neu verbinden lassen möchte. Oder weil man eine neue IP-Adresse von außen haben möchte, weil irgendwelche Gründe dagegen sprechen, dass man die alte behält. Ich habe das wie gesagt noch nie verwendet, aber dazu ist das gedacht. Viele Leute raten ja, den Stecker der Fritzbox rauszuziehen und die neu zu starten. Ich halte da weniger davon. Also ich habe noch keinen Fall gehabt, wo das irgendwas geholfen hat. Die Fritzbox hängt sich ja eigentlich nie auf, als dass das was nützen würde, dass die mal neu durchstartet. Und wenn ich neu starte, dann mache ich das hier über die Software. Also einen Stecker ziehen mache ich eigentlich nie. Dann kann man hier sehen die aktuellen Geschwindigkeiten, wenn jetzt Daten ins Netz übertragen werden. Die aktuelle Auslastung von Internetverbindungen Downstream und Upstream. Im Moment ist bei uns im Netz nichts los, also alles ruhig. Das ist hier auch ganz schön aufgeteilt zwischen Internet, Gastzugang, IPTV und beim Upstream, aus welchen Anwendungen das generiert wurde. Das ist die Priorisierung. Also das sind genau die Priorisierungen, die man später, komme ich noch dazu, dann bei der Priorisierung einstellen kann. Also wenn man hier sieht, dass irgendwas überlastet ist oder wenn irgendwas hier am Limit liegt, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man da noch was einstellt. So, dann kommen wir hier zum Online-Zähler. Da ich eine Flatrate habe, ist bei mir das immer online, das Gerät. Und wir haben jetzt 16 Uhr am Mittag, also ist es genau seit 16 Stunden online. Und gestern war es, oh Wunder, 24 Stunden online. Und die Woche hat bis jetzt 88 Stunden und so weiter. Also das ist ganz lustig, aber das sind ja immer volle Stunden seit dem 1. 0 Uhr oder dem 1. des Monats 0 Uhr. Und hier kann man halt sehen, wie dies mit dem Datenvolumen aussieht. Interessant, wo man mal gucken könnte, ist gesendet zu empfangen. Also normalerweise empfängt man mehr, als man sendet. Und wenn das in einem gesunden Verhältnis hier zueinander liegt, dann ist alles soweit in Ordnung. Hier kann man diesen Zähler nochmal zurücksetzen, da wird alles auf 0 gesetzt. Das wird bei mir aber ohnehin gemacht, wenn der Monat zu Ende geht, dann setzt er den Verbrauchszähler hier zurück. Ich habe das so eingestellt, dass das bei mir maximal ist, also das ist die größte Zahl, die man da einstellen konnte. Und er beginnt immer am 1. des Monats. Das macht man hier. Tarif
einstellen. Da gibt man den Volumentarif ein, die maximale Anzahl, die man pro Monat schafft. Also ich habe einfach ausgerechnet, was ich theoretisch, wenn ich 100% den ganzen Monat das Ding am Laufen habe, was ich da schaffe, sodass eben diese Anzeige da vernünftig wird. Sonst ist der Balken hier die ganze Zeit auf Maximum und es hilft mir dann nichts. Eigentlich ist das dazu gedacht, wenn man also Volumentarife hat, dass man das hier einstellt und dann sieht, wenn man sein Volumen erreicht hat. Dann kann man hier unten auch noch bei System und LEDs und Infoanzeige konfigurieren, dass die Info-LED anfängt zu blinken, sobald man sein Datenvolumen erreicht hat. Dann kann man das von außen direkt sehen. Hier ist noch eine Einstellung, falls man das in einem Abbrechungszeitraum hat. Von mir aus immer den so und so vielten des Monats beginnt der Abbrechungszeitraum. Wie gesagt, bei mir ist es egal, ich habe eine Flatrate, also habe ich das einfach ab dem 1. gemacht, damit das sauber immer jeden Monat abrechnet. Und wenn man noch einen Zeittarif hat, kann man das hier auch noch einstellen. Wenn das eben getaktet ist, also alle 20 Stunden, alle 50 Stunden pro Monat inklusive, ne, dann kann man das hier einstellen und dann zeigt er einem das an, wie viel man davon schon verbraucht hat. Nächster Punkt sind die Zugangsdaten. Da geht es um den Internetanschluss, also was der Internetprovider einem für Daten gegeben hat, die man da einstellen muss, wie man sich authentifiziert. Da kann ich kurz drauf eingehen, aber ich werde das jetzt nicht runterscrollen, weil da unten stehen meine Zugangsdaten und die gehen niemandem was an. Hier geht es einfach darum, wenn man einen DSL-Anschluss hat, dann muss man diese Funktion nehmen, diesen Punkt nehmen. Wenn man ein Kabelmodem hat, dann nimmt man den. Und dann gibt es noch den besonderen Fall, dass die Fritzbox weder das eine noch das andere macht, also gar kein Internet zur Verfügung stellt, sondern ein externes Gerät hat, was man einfach über einen der Ports angeschlossen hat. Dann nimmt man das hier, dann hat sie verschiedene Funktionen nicht mehr. Wenn man da genau wissen will, wie das ist, dann kann man überall auf die Hilfe klicken. Das ist eine Online-Hilfe, da geht er dann auch ins Netz und holt sich das, da kann man das dann nochmal nachlesen, wie das genau gemeint ist. Das ist nicht die Hilfe, die hier bei Hilfe steht, weil diese Hilfe, die ist lokal. Also wenn man keinen Internetzugang hat, dann kommt man mit dieser Hilfe noch weiter. Die hier funktioniert nicht mehr. So, IPv6, das ist schon ein bisschen interessanter. Ich habe also eine native IPv6-Verbindung. Hier Native IPv6-Verbindung verwenden. Das muss ich so machen. Der Internetprovider sagt einem das eigentlich, wie das einzustellen ist. Wenn man noch eine alte Verbindung hat, dann ist es eine IPv4-Verbindung, aber es gibt eben auch schon Server im Internet, Adressen im Internet, die nur noch über IPv6 zu erreichen sind und dann muss man das irgendwie tunneln. Und da gibt es einmal die Variante mit DSLite, IPv4-Verbindungen über IPv6 herzustellen. Die zweite Variante ist hier unten, da braucht man ein Tunnelprotokoll. IPv6-Verbindung mit Tunnelprotokoll verwenden. Und das ist der eine Weg. Da werden IPv4, also wenn man das nehmen würde, dann werden IPv4-Adressen über IPv6 getunnelt und das ist umgekehrt. Hier werden IPv6-Adressen über IPv4-Adressen getunnelt. Also das eine braucht man, wenn man nur Native IPv4 hat und die andere IPv6 und kein IPv4. Also ausschließlich IPv6. Ich habe beides. Insofern brauche ich keine Tunnel, egal wie rum. So, und jetzt kann man hier noch Verbindungseinstellungen, das ist auch interessant. Das hat einmal damit zu tun, wie schnell sich die Fritzbox connectet. Für Leute, die also immer wieder die Fritzbox einwählen lassen, weil sie die zeitlich begrenzen oder weil sie Volumenkontingente haben, dann möchte man einen schnellen Connect haben. Er versucht hier erstmal die globale Adresse per Router Advertisement zu ermitteln. Wenn das nicht klappt, wird er das mit DHCP-V6 versuchen. Und wenn das auch nicht klappt, generiert er selber eine IPv6-Adresse aus den ersten 64 Stellen des Subnetzes. Wird das generiert. Das ist quasi Version 1, Version 2, Version 3. Hier geht es darum, hier wird also direkt Version 2 verwendet, ein DHCP-V6 wird genutzt. Und nichts sonst, also das muss dann funktionieren. Das ist vor allem bei Kabel-TV-Anbietern, die das über Kabel angeschlossen haben. Und der dritte Punkt, der versucht erstmal wieder mit Version 1 Router Advertisement, kein DHCP-V6, sondern dann direkt eine
eine selbstgenerierte über den Präfix. Muss man halt gucken, wie das bei einem ist, und dann sollte man das Richtige hier auswählen. Man kann es auch einfach ausprobieren, also wenn es nicht funktioniert, das merkt man dann. Dann kann man auch statische Einstellungen machen, weil wenn man vom Provider das alles fix zugewiesen kriegt, das ist meistens bei Business-Tarifen so, dann hat man eine feste IP-Adresse und kann die dann hier eingeben. Das habe ich nicht. Und dann gibt es noch DHCP v6 Rapid Commit. Das hat damit zu tun, ob der IPv6-Server, mit dem die Fritzbox beim Connect redet, ein Rapid Connect Commit erlaubt oder nicht. Ich habe das hier ausgeschaltet, bei mir ist das also nicht der Fall, und mein Provider hat das auch so erklärt, dass ich das nicht machen soll. Dann kann man noch eine Länge vom LAN-Präfix vorgeben, das hat aber mehr mit den statischen Adressen zu tun. Also wenn man eine feste Adresse hat, dann kann man das so machen, dass der LAN-Bereich dann eine feste Präfix hat, damit das dann passt. Aber wie gesagt, das hat eher den Grund, dass der Provider einem das vorgibt. So, dann gibt es noch eine Option, IP-Adresse zufällig festzulegen. Das ist auch ganz interessant für Leute, die da ihre Sicherheit erhöhen wollen, indem sie ständig zufällige Adressen haben. Funktioniert aber nur bei einigen dieser Arten der Connections. Also bei DHCP v6 geht es zum Beispiel nicht. Da steht aber in der Hilfe ganz genau, wann das funktioniert und wann nicht. Bei mir geht es nicht, ich habe es ausgeschaltet. Also meine Adresse wird komplett vom Provider vorgegeben, da kann ich überhaupt nichts selber auswählen. Der MTU-Wert, also der Maximum Transfer Unit Wert, den habe ich so gewählt, dass er zu meinem Windows passt. Da muss man nämlich auch mal gucken, ob vielleicht die Klienten gar nicht den großen Wert schaffen und dann die Pakete gesplittet werden. Also das ist die Größe des Pakets, was maximal auf einmal übertragen wird. Und da sollte man einen Wert nehmen, der für alle Endgeräte einigermaßen passt. Sonst wird dauernd ein Paket in 2 aufgeteilt und dann hat man einen zusätzlichen Overhead erzeugt und alles wird ein bisschen langsamer. Das ist also keine gute Idee, hier zu groß zu werden. Das muss man ausprobieren. Und dann gibt es noch einen Teil davon, der ohnehin dann der Overhead ist. Aber da gibt es viele Videos im Netz, wie man das gut ermittelt. Und hier stellt man das daneben ein. Lisp. Lisp ist ein Protokoll, also Local Identifier Separation Protokoll. Das hat damit zu tun, wenn man also IPv6-Pakete über IPv4 übertragen will und dazu einen festen Dienst, also einen festen Server verwendet, dann kann man den hier eintragen. Da muss man aber den Lisp-Provider haben, Kennwort und so weiter, um diese Funktion zu nutzen, wenn das der eigene Internetprovider nicht zur Verfügung stellt. So, dann gibt es die AVM-Dienste. Das ist eigentlich selbsterklärend hier. Da geht es nämlich darum, periodische Updates macht er selber. Also er guckt immer nach, ob es eine neue Version für die Fritzbox gibt. Und dann Diagnosedaten senden. Das habe ich mal zugestimmt. Ich finde, AVM soll schon wissen, wenn irgendwas schief geht. Und die sollen ja auch es leicht haben mit ihrer Fehlerbehebung und ihrer Entwicklung. Also habe ich da nichts dagegen, dass die das kriegen. Und Wartung und Diagnose kann man sich sogar hier generieren lassen und sogar angucken. Ich habe das mir generieren lassen, das ist eine riesige Datei, die ist wirklich gigantisch, das ist eine Textdatei, da ist alles mehr oder weniger in Klartext geschrieben, was die da geschickt kriegen, kann man sich angucken, sind also keine Dinge, die sie nicht wissen sollten, da geht es wirklich nur um die Fritzbox, aber es ist eine riesen Datei, wo wirklich alles Mögliche drin steht, vom Speicherbelegung über die ganzen Zustände der einzelnen Teile der Box, das ist also riesig groß. So, jetzt kommen wir zum DNS-Server noch. Da habe ich ja noch ein eigenes Video dazu gemacht, wie DNS über TLS. Und das werde ich ja auch noch verlinken. Und da habe ich jetzt 2 verschiedene Provider. Einmal habe ich Cloudflare, das ist der obere. Und der untere ist, wie heißt der nochmal, Quad9. Ja, und einmal für IPv6 und einmal für IPv4 hier oben. Die Adressen muss man kennen, dann kann man die hier eintragen und wenn man dann hier unten noch einstellt, wie die Namensauflösung dazu ist, dann klappt das auch mit der Dot-Verschlüsselung. Da muss man hier den Haken setzen, die Zertifizierungsüberprüfung machen und hier ist noch der Punkt Fallback auf unverschlüsselte Namensauflösung. Wenn man diesen Haken hier setzt, dann wird er ein Fallback machen zu einem öffentlichen, verfügbaren DNS-Server
Das ist aber in meinem Fall nicht so eine geschickte Idee, wenn man nämlich hier nachguckt, welche öffentlich verfügbaren DNS-Server es gibt. Dann sind das auch bei mir wieder Cloudflare und Quad9. Das heißt, der Rückfall würde nichts helfen. Die er dann nimmt, sind auch die bei mir dann scheinbar ausgefallen sind. Und hier kann man noch einen Dienst aktivieren, EDNS0. Das ist ein Filterdienst. Da kann man quasi den Provider bitten, bestimmte MAC-Adressen freizugeben, die sich eben mit dem Internet verbinden dürfen und andere eben nicht. Und dann aktiviert man diesen Dienst und dann sind also nur bestimmte Geräte fürs Internet freigegeben. Auf Provider-Seite schon. So, jetzt kommen wir zu den Filtern. Das ist schon wesentlich interessanter. Hier sieht man erstmal sämtliche Geräte, die man im Netz hat. Die sich jemals an die Fritzbox connected haben, werden hier aufgelistet. Und hier unten steht dann nochmal, was im Gastzugang bekannt geworden ist. Und dann kann man für jeden dieser Geräte einmal eine Sperrung machen, eine Online-Zeit festlegen, ein Internetnutzungsprofil festlegen und ein Zugangsprofil. Das ist bei mir alles hier Standard, aber ich habe da noch ein anderes Profil angelegt, da einige der Klienten benutzen das. So, und jetzt gibt es die Zugangsprofile. Hier kann man die also definieren. Das sind die Standardprofile Gast, Standard und unbeschränkt. Die sind bei der Fritzbox immer dabei. Die kann man auch nicht löschen, wie man hier sieht. Das Profil NetClean habe ich angelegt. Da sind Internetseiten gesperrt. Da habe ich auch noch mal ein eigenes Video zu gemacht. Das ist dazu da, dass man Werbung aus den Internetseiten möglichst versucht rauszuhalten. Und das ist sowas wie ein Adblocker auf der Fritzbox. Das heißt, alle Geräte, die dann an der Fritzbox angeschlossen sind und über dieses Profil arbeiten, haben weniger Werbung beim Browsen. So, und jetzt gibt es hier noch dieses Ticketsystem. Das ist für Privatleute nicht unbedingt sinnvoll. Also da kann man sich Ticketnummern ausdrucken. Hier gibt es einen Button, dann gibt es so eine Seite mit Ticketnummern. Und die können die Leute, die sich dann im Gastzugang einloggen, eingeben. Und dann haben sie 45 Minuten lang Internet. Das ist zum Beispiel für Cafés oder Hotels oder sowas in der Richtung gedacht, dass man eben die Zugang zum Internet ermöglicht, aber nicht für immer. Also man muss die da nicht getrennt freischalten und da irgendwie sich darum kümmern, dass die dann wieder rausgelöscht werden, sondern wer diese Ticketnummer hat, der kriegt 45 Minuten lang Internet und danach muss er ein neues Ticket eingeben oder er ist eben draußen. Ist eine schöne Sache für, wie gesagt, so ein Café oder so, solche Einrichtungen, die also keinen großen Overhead an Administration haben, die können das über die Fritzbox dann einfach abwickeln. So, dann kommen wir zur Priorisierung. Es gibt also 3 Stufen der Priorisierung. Das ist einmal die Echtzeitanwendung. Da sollte man wirklich nur Geräte reinpacken, die ganz schnell Daten mit dem Internet austauschen. Also bei Gaming ist das interessant, da würde man hier diesen einen Gaming-Rechner reinholen. Bei mir ist da eigentlich nur die Telefonie als Anwendung drin, weil Internet-Telefonie muss natürlich schnell sein, sonst hat man da einen Lag in der Sprache, da kann man nicht auf Pakete warten. Das hier sind priorisierte Anwendungen, da kann man also jetzt Anwendungen definieren. Das kann man dann auch so machen, dass man das beim Online-Spiel hier definiert oder man definiert hier oben ein Gerät. Ja. Und die Anwendung ist dann hier Surfen, das heißt, der darf dann surfen oder da gibt es verschiedene Anwendungen, die man da machen kann. Und dann gibt es noch Hintergrundanwendungen. Das sind eben Dinge, die Geräte, die nicht so schnell ans Netz müssen, dann werden die nicht so priorisiert, die müssen sich dann hinten anstellen. Das nehme ich zum Beispiel für meine Disk-Station, die synchronisiert sich, macht ein Backup in die Cloud und das ist keine Priorisierung. Also da muss sie warten, bis alle anderen dran gekommen sind und dann kann sie hier Backup weitermachen. Hier kann man noch einstellen, wie viel Bandbreite man für das Heimnetz reserviert. Und im
ist die Frage, von wem reserviert man das? Ja, vom Gastnetz. Also das Gastnetz darf nicht so viel Internetbandbreite wegschlucken, dass für das Heimnetz nichts mehr übrig bleibt. Wenn man das hier aktiviert, dann kann man sagen, ich möchte mindestens so und so viel Prozent hier, 50%, 60, 40 und so weiter, bis 100% vom Netzwerkverkehr für mich haben und den Rest kriegt das Gastnetz. Auch das muss man sich überlegen, das beeinflusst nicht nur die Bandbreite, das beeinflusst auch die Geschwindigkeit, weil die Fritzbox immer noch mal dazwischen geschaltet ist und darüber nachdenkt, ob der nicht zu viel Bandbreite benutzt. Also fürs Online-Gaming ist es eine schlechte Idee, das hier zu aktivieren, weil die Ping-Geschwindigkeit und die Online-Geschwindigkeit dadurch leidet. Das muss man wissen, dass das also den Nachteil der Geschwindigkeit hat. Also der sagt hier immer verwerfen, weil ich hier irgendwas angeklickt habe. Und da merkt er sich, dass ich da was gemacht habe. So, jetzt kommen die Listen und vor allem die Filterlisten. Und hier ist es bei mir, dass ich Filterlisten habe von Internetseiten, also gesperrte Internetseiten, das ist eine Riesenliste. Und das ist die Sache mit dem Adblocker. Also das sind alles Werbeseiten hier. Und die sind eben gesperrt und wer diesen Filter dann aktiviert, den kann man bei der Zugangsprofilen kann man den dazu wählen, dass der Filter dann eben gilt und dann sind die eben draußen. Man kann auch ganze IP-Adressen blockieren. Da hat mich mal irgendeiner dauernd versucht zu hacken und dann habe ich den da hier blockiert. Ansonsten wüsste ich nicht, was man da einstellen soll, weil das echt IP-Adressen sind. Also das sind keine DNS-Namen, sondern das sind IP-Adressen. Da muss man also eine richtige Adresse kennen. Kann man dann eben sperren. So, und dann gibt es noch Netzwerkanwendungen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Also das Surfen ist eigentlich das Standard, was man den Leuten zuweist. Aber gibt es hier Emule, BitTorrent, ich weiß nicht, wer das noch benutzt. Microsoft Remote Desktop kann man also getrennt für verschiedene User freigeben. Das sind halt alles Protokolle, die dann über TCP dann laufen. Das sind aber Standardeinstellungen von der Fritzbox, da kann ich gar nicht viel dran machen, die sind einfach dabei. So, und da gibt es noch globale Filtereinstellungen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also das ist die Einstellung, wie die Fritzbox sie standardmäßig mitbringt, bis auf diesen Haken, den habe ich rausgenommen. Also was ist Firewall im Stealth-Mode? Da geht es darum, dass die Firewall so gut wie auf gar nichts mehr antwortet von außen. Also auch nicht auf die meisten ICMP-Pakete, aber einige schon. Also wenn man die Hilfe anguckt dazu, dann kriegt man eben doch erklärt, wo war das hier? Hier. Dann kriegt man eben doch erklärt, dass sie sich auf Ping-Requests wird sie noch antworten und Ident-Anfragen an Port 113 wird sie auch noch antworten. Also so richtig Stealth ist es nicht. Und ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Außerdem hat mein Provider gesagt, dass es für IPv6 damit Probleme gibt, weil dieses Connect oft über IPv6 nicht klappt, wenn die Firewall nicht alles erlaubt. So, E-Mail-Filterung auf Port 25, worum geht es da? Da geht es um den alten Port 25. E-Mails wurden früher über Port 25 unverschlüsselt übertragen und das hat man komplett eingestellt. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Ich habe das hier trotzdem rausgenommen, weil ich noch ein Stück Hardware habe. Das ist ein RAID-Controller und das ist ein sehr teures, großes Gerät und der ist selbst in der Lage, E-Mails zu verschicken. Also der Controller verschickt E-Mails. Der hat einen kleinen E-Mail-Server hardwaremäßig verbaut und der kann mir eben mitteilen, wenn diese Festplatten, die er da überwacht, Probleme haben, per Mail. Das ist ein super Feature, das finde ich ganz toll und der kann aber leider keine verschlüsselten E-Mails generieren, also habe ich den Port 25 freigegeben. Man kann das natürlich anders machen, indem man lokal auch noch einen E-Mail-Server laufen lässt und der dann wiederum ins Netz schreibt. So ist es eigentlich inzwischen, aber ich habe es trotzdem noch ausgelassen, weil ich also nicht die Gefahr sehe, dass ich hier mal E-Mail spamme. Daher ist das gekommen. Ja. Also da wurden dann Server gekapert und haben dann E-Mail gespammt und dann hat man diese Filter aktiviert. Und nur noch sichere E-Mail-Server werden verwendet. Ja. NetBIOS-Filterung, Teredo-Filterung und WPAD-Filterung.
Das sind alles Dinge, die AVM vorschlägt, die man filtern soll. Das hat alles Gründe, da muss man mal gucken, warum man das nehmen muss oder eben nicht nehmen sollte. Wenn man einen Proxy-Server betreibt bei Windows, dann nicht. Und wenn man NetBIOS Connection macht, dann auch nicht. Nun ja, also für die meisten Fälle ist das eine gute Einstellung, wobei man, wie gesagt, das E-Mail-Filtern auch noch aktivieren kann. So, jetzt kommen wir schon zu den Freigaben. Da sieht man hier erstmal in der Übersicht, welche Geräte überhaupt Freigaben haben und welche aktiviert sind. Da muss ich euch leider wieder einiges ausgrauen, aber das ist sowieso individuell. Also hier kann man einfach gucken, welche Freigaben im Moment aktiv sind und kann hier auch sehen, ob es eine selbstständige Portfreigabe gibt. Das ist ganz interessant, also ob sich Geräte selbstständig Portfreigaben geben können. So, dann kommen wir zu Speicher. Das ist sehr unspektakulär. Das war früher mal ein Reiter, wo es um was anderes ging, aber die haben die noch drin gelassen. Aber eigentlich wird man hier nur verlinkt auf andere Bereiche, wo nämlich die Informationen, die hier früher drin waren, jetzt hin verschwunden sind. Da geht es einmal um den USB-Speicher, den Speicher im Internet mit MyFritz, dann die Boxdienste über die Freigabe und eben die Speicherzugriffe von den Usern. Das war alles früher hier unter Speicher, aber das gibt es jetzt alles nicht mehr, deshalb haben die das da noch als Link drin gelassen. So, dann gibt es die Fritzbox-Dienste hier. Das ist einmal der Internetzugang, den die hier nochmal erklären, wenn man von extern auf die Box zugreifen will, wie das geht. Über den MyFritz-Dienst wird es ja gemacht und dann über welchen Port man das macht und wie die Einlog-Daten sind. So, jetzt scrolle ich mal ganz nach unten hier. Okay. Also das Zertifikat, was da erstellt wird von der Fritzbox, wird hier nochmal genannt, wie das heißt, wie der Fingerabdruck des Zertifikats ist. Den kann man das Zertifikat auch noch hier runterladen, wenn man das in seinen Zertifikatserver integrieren will oder ein benutzerdefiniertes Zertifikat in die Box hochladen. Also wenn man eine eigene Zertifizierungsstelle hat, dann kann man das hier integrieren. Das habe ich aber nicht. Ich benutze von außen das Zertifikat von Let's Encrypt. Das zeige ich euch gleich. Und habe da also kein internes Zertifikat mehr. So, DynDNS. Dabei geht es einfach darum, dass man die Adresse der Fritzbox, die dynamisch vergeben wird bei jedem Login, da muss man die ja wieder publik machen und da kann man ein DynDNS schalten. Und das ist für allgemeine DynDNS, wenn man also nicht über die MyFritz-Dienste das macht, sondern für einen anderen DynDNS, da gibt es ja ganz viele. Und dann würde man die Daten hier eintragen. Ich habe euch das ausgegraut, weil hier stehen noch die Daten von meinem letzten DynDNS-Zugang drin. Aber das sind also die Zugangsdaten, die man hier eingibt für einen DynDNS-Zugang. Jetzt kommen wir zu den zwei VPN-Verbindungen. Es gibt einmal VPN über IPsec und das neueste ist VPN über WireGuard, was viel besser ist eigentlich als über IPv6, aber es hat einen Nachteil, da komme ich gleich zu, den eben WireGuard nicht unterstützt und deshalb muss ich bei IPsec bleiben. So, jetzt sieht man erstmal hier, welche User von außen per VPN auf die Fritzbox zugreifen dürfen. Das sind also die Verbindungen von außen aus dem Internet an die Fritzbox. Da kann man sich quasi einen eigenen VPN-Client in der Fritzbox generieren und braucht eigentlich keinen mehr bezahlen und kaufen, sondern macht das über die Fritzbox. Und hier unten steht die Verbindung von der Fritzbox zu einem anderen Gerät im Internet, wie auch immer. Da kann eine andere Fritzbox sein, kann ein Server sein, da kann das also eine VPN-Verbindung die Fritzbox aufbauen. Und ich mache mal hier Verbindung hinzu. Ne, ich mache mal hier editieren. Da kann ich euch das zeigen. Also das sind wieder die Zugangsdaten, die graue ich euch aus. Aber hier unten wird es spannend, wenn man das öffnet. So, und ganz nach unten scrollt, schön versteckt. So, jetzt haben wir ganz nach unten gescrollt. Da oben stehen also nur alle Geräte, die da aktiviert werden dürfen für den VPN-Zugang. Ja, und hier ist das Tolle, wenn man also ein Tunnelprotokoll, LAN-LAN-Kopplung macht mit der Fritzbox, dann kann man hier sagen, über welchen LAN-Port der eben diese externe Verbindung rausgeben soll.
Das ist in dem Video über VLAN, habe ich das ja erklärt, warum ich das so nutze und wo der Vorteil ist davon. Ich finde das ganz toll, weil man nämlich darüber an einem bestimmten Port die Fritzbox, also die externe Fritzbox, mit dem diese Fritzbox hier connected ist, erreichen kann. Und dann kann ich hinter dem Port ein VLAN schalten und dann kann ich jedes beliebige Gerät in dieses VLAN integrieren. Und dann sieht das für den Rechner, der dann da integriert ist, so aus, als würde er physisch wirklich in einem anderen Gebäude stehen und dort eben an dem anderen Netzwerk teilnehmen. Der sieht das gar nicht, dass das also gar nicht eine Verbindung ist, sondern dass das alles übers Internet geht. Und das Tolle ist eben, dass man diesen Tunnel hier auf einem der beiden LAN-Ports oder auf beiden kann man den rausgeben und dann kann man damit arbeiten. Hier steht noch die Netzwerk-IP von dem anderen Netzwerk, der da verwendet werden soll. Kann man also da einstellen, dass das zu dem Netzwerk passt. So. Und jetzt kommen wir zu WireGuard. Und bei WireGuard ist es leider nicht so schön. Wenn ich hier eine Verbindung hinzufüge, dann ist das prinzipiell genauso. Dann kann ich sagen, ich will so eine Fritz-Fritz-Box-Kopplung machen. Und dann gibt es eben leider keine Funktion mehr hier, zu sagen, der soll das über einen bestimmten Port an der Fritzbox rausgeben. Man kann nur sagen, er macht den gesamten IP-Verkehr über diese Kopplung, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Er macht NetBIOS-Verbindungen darüber oder nur bestimmte Geräte. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kommt eine Riesenliste an Geräten. Ich will aber kein Gerät haben, sondern ich will eigentlich einen LAN-Port haben, den ich da rausgeben kann. Und das geht leider nicht bei WireGuard. Das ist ein großer Nachteil, weil ansonsten ist die WireGuard-Verbindung wirklich die bessere Variante. Jetzt kommen wir zum Punkt MyFritz-Konto. Und MyFritz-Konto sollte man einrichten, wenn man einmal die Fritzbox von außen erreichen möchte. Dann dient die als DynDNS-Server. Also dieses Konto dient als DynDNS-Server. Und darüber kann man dann eben die Fritzbox erreichen. Man kriegt also die Adresse. Ich scroll mal da runter, weil das nämlich meine ganzen Daten sind wieder. Dann gibt es noch MyFritz-Direktverbindung. Was ist das? Da geht es darum, dass man die Fritzbox also hoch priorisiert mit dem MyFritz-Server verbindet. Das ist dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel über die Heimautomatisierung sowas wie eine Klingel oder eine Überwachungskamera, die dann meldet, wenn da einer vor der Tür steht, an die Fritzbox angeschlossen hat und mit seinem Handy eben das über MyFritz connected. Dann muss das natürlich schnell gehen. Wenn einer klingelt, kann das nicht erst dauern, bis dann ab und zu mal die Daten abgeholt werden. Da braucht man also eine Direktverbindung. Nachteil davon ist, dass sehr viele Daten da dauernd hin und her geschickt werden, die vielleicht die Jungs da bei AVM auch nichts angehen. Daher muss man hier diese Datenschutzerklärung unterzeichnen, bevor man das hier aktiviert. Und ich möchte das natürlich nicht haben. Ich habe da auch keine Anwendung für. Aber dazu ist es gedacht. Jetzt kommt was sehr Wichtiges, und zwar Sicherheit im Browser. Und da geht es darum, dass die AVM nimmt an dem let'sencrypt.org Community teil, die einfach dazu sich verpflichtet haben, die Sicherheit im Internet zu erhöhen, indem man eine Verschlüsselung bekommt, ohne dafür zu bezahlen. Also man kriegt ein Zertifikat ausgestellt auf sein Endgerät. Und normalerweise kostet sowas Geld. Da gab es immer Leute, die da solche Zertifikate erstellt haben. Aber das hat Geld gekostet. Und Let's Encrypt macht es eben kostenlos. Das ist eine Vereinigung, die sich da zusammengeschlossen hat und das quasi aus wohltätigen Zwecken tut. Und das ist eine ganz tolle Sache. Da kann man eben nämlich seine Fritzbox nach außen hin, also vom Internet, mit einem Zertifikat versehen, sodass man also sicher sein kann, dass es eine verschlüsselte und sichere Verbindung ist. Ja, und das muss man dann immer wieder aktivieren und hier ist das Zertifikat erfolgreich erstellt. Diese Zertifikate laufen relativ schnell ab, aber die Fritzbox kümmert sich da vollautomatisch drum. Also wenn das abläuft, dann generiert die ein neues und dann kriegt sie neues integriert und dann nimmt sie das neue Zertifikat. Also das funktioniert problemlos. Man merkt das gar nicht, dass das dauernd da erneuert wird. Ihr könnt es auch sehen, ich kann euch das zeigen. So, ich habe mich jetzt nochmal von außen auf meine Fritzbox aufgeschaltet mit dem entsprechenden Link. Die ist zertifiziert mit Let's Encrypt und das ist eben ein öffentliches Zertifikat und es wird von dem
Let's Encrypt Server authentifiziert. Das ist eine tolle Sache und darüber kann man die Fritzbox dann von außen erreichen. In meinem Fall ist es so, dass ich das ohnehin nicht benutze, die ist gesperrt für die Konfiguration. Das heißt, auf dieser Seite kann ich mich bei der Fritzbox gar nicht anmelden. Aber das erkläre ich nochmal im Detail, wenn es um die User-Verwaltung geht. Bei mir ist es nämlich so, dass es schon User gibt, die sich von außen auf die Fritzbox anmelden dürfen, um verschiedene Dienste zu nutzen. Aber auf die Konfigurationsseite darf man sich vom Internet aus gar nicht einloggen. Das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit, weil ich da der Meinung bin, dass wenn einer die Fritzbox konfiguriert, dann bin ich das selber und dann mache ich das von zu Hause aus und nicht irgendwie per Remote. Sehe ich keinen Anwendungsfall zu. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die DSL-Information. Hier ist es so, dass ich schon gelesen habe, dass mit der neuesten Version, also ich habe die aktuelle Version ist 7.59, aber es gibt schon eine neuere Laborversion für meine Fritzbox. Da soll das hier alles schon komplett wieder geändert sein. Also das ist auch ein bisschen doppelt gemoppelt hier, was da einiges angezeigt wird, ist nicht so wirklich klar und übersichtlich, aber vom Prinzip her geht es hier einmal darum, da sind wieder die Empfangsgeschwindigkeit, die wir vorhin beim Online-Monitor schon gesehen haben, also mit 54,99 Megabit lade ich runter und mit 10,99 Megabit kann ich senden ins Netz. Und dann die Vermittlungsstelle und auch die Version von der Vermittlungsstelle steht da auch noch. So, dann DSL, da steht das dann alles nochmal. Das ist interessant, das solltet ihr euch unbedingt angucken. Also das ist einmal hier die Datenrate, die im Moment möglich ist. Also 55 habe ich wie gesagt bezahlt und 11 in Senderichtung. Und hier drunter steht die minimale Datenrate, ist na klar, also weniger geht immer, die Leitungskapazität. Und da sieht man, also auf meiner Leitung könnte ich eigentlich 82.000 schaffen, Download, und 37.000 Upload. Habe ich aber nicht, bieten die nicht an, also 55 und 11 ist das Maximum. Und also wenn das hier kleinere Zahlen sind, dann geht sowieso nicht mehr bei euch. Wenn das hier so wie bei mir aussieht, dann wäre noch mehr möglich, aber also eine 100er Leitung schaffe ich zum Beispiel nicht. Aber schön, dass das hier angezeigt wird. Und dann die Datenrate ist eben das, was im Moment genutzt wird. Und das ist genau, also es müsste immer das sein, was da oben auch bezahlt wurde. Also das ist der Vertrag und das ist das, was geht. Und hier ist dann 54.990, also es ist fast das und da ist es 10.999, also fast 11.000. Wunderbar. Auch interessant ist die minimal effektive Datenrate, die sollte also dasselbe sein, ja, so wie bei mir. Also er wird nicht langsamer wegen irgendwelcher Störungen. Und dann steht alles Mögliche noch hier über Störabstand und so weiter. Da komme ich dann nochmal dazu, weil in der Statistik kommt das nochmal vor. Interessant ist auch die Latenz, also unter einer Millisekunde. Das heißt, fürs Gaming ist alles parat. Dann liegt es nur noch daran, wie gut man das im eigenen Heimnetz hinkriegt mit den Latenzen, also an der Verbindung der Fritzbox zu ihrem Provider oder zu ihrem Uplink oder Vermittlungsstelle oder wie auch immer man das nennen will, die ist super schnell, unter einer Millisekunde. Schneller geht es nicht, ja. Und hier kann man unten jetzt nochmal den Fehlerzähler, da werden also alle Fehler aufgelistet nach Typ und Art und in welche Richtung, empfangsseitig und sendeseitig. Das ist insofern interessant, da das verschiedene Kabel sind, die da genutzt werden oder kann über verschiedene Kabel laufen. Und da kann man dann schon mal sehen, ob da irgendwas furchtbar schief läuft, aber das sieht bei mir super aus. Also da ist, seit die jetzt verbunden ist, und das ist also schon seit 19 Tagen mindestens, kein Fehler aufgetreten. So, jetzt kommen wir zum Spektrum. Da ist auch nochmal, das erschlägt den Laien vielleicht, aber so schwierig ist das gar nicht. Das ist einfach das Signal-Rausch-Verhältnis. Also wie viel Abstand vom Rauschen zum Signal ist. Das müsste so hoch wie möglich sein. Also das wäre schön, wenn das alles hier so hoch wäre, aber die Physik sagt halt, dass das immer, je höher die Frequenz wird, umso mehr geht das hier nach unten. Aber das sieht trotzdem sehr gut aus. Und dann ist das so, dass also das Gelbe hier, das sind die Empfangspakete und das Lilane sind die Sendepakete. Und daraus erklärt sich auch, warum ich schneller empfangen kann oder mehr empfangen kann, als ich senden kann. Und hier unten ist es nochmal in Bits, also wie viel Bit der da übertragen kann, auch wieder in Senderichtung, das sind die grünen.
Und die Empfangsrichtung, das sind die blauen Hügel hier. Und dann kann man hier noch ein Maximum-Minimum einschalten. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil daran kann man sehen, ob es vielleicht Störungen gibt oder ob die Leitung nicht mehr so gut funktioniert, ob es ja irgendwelche Probleme gibt. Wenn diese Linie, die da jetzt drumherum gezogen ist, auf diesen Hügeln liegt, ist alles gut. Wenn es hier so aussieht wie da, also dass da die Linie etwas höher ist als der aktuelle Hügel, das heißt, es war mal möglich, mehr zu übertragen, momentan nicht. Und dann gibt es den gegengesetzten Fall, dass im Moment mehr übertragen wird als davor. Und dann sieht es so aus. Also ich habe, wenn überhaupt, nur in Senderichtung Probleme. Empfangsseitig ist bei mir alles tipptopp. Nun gut, kann man nichts machen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Hinweis, wenn man da Probleme hat, wo es dran liegt. So, da gibt es dazu noch eine Statistik. Die ist auch tipptopp. Also das ist die Störabstandsmarge in Empfangsrichtung. Das ist quasi nochmal dasselbe, was wir da vorhin gesehen haben. In Zahlen wird es hier nochmal grafisch dargestellt. Und das über die letzten Tage, also das ist die letzten 24 Stunden. Das kann man jetzt mal auf die Woche umstellen. Dann sind das hier unten die 6-Stunden-Pakete. Sieht bei mir wiederum top aus. Nicht behebbare Fehler gar keine, Synchronisationen gar keine. Also ideal, besser kann es gar nicht sein. Also man kann sagen, meine Leitung ist zwar nicht sehr schnell, aber die ist von hervorragender Qualität. So, und jetzt die Störsicherheit. Da kann man Einstellungen machen. Das sollte man eigentlich immer nur in Verbindung mit der Support machen. Hier ist das Einzige, was ich euch erzählen möchte, dass das so ein bisschen widersprüchlich gestaltet ist. Also ich hatte hier Leute, die haben das missverstanden. Und zwar steht hier empfohlene Einstellung und dann so ein gelber Pfeil nach oben. Also als ob man das hier anklicken sollte, diese 4 da, ja, weil da so ein Pfeil nach oben ist. So ist es aber nicht gemeint. Gemeint ist es anders. Man soll den Pfeil, der da jeweils drunter ist, beachten. Und dieser gelbe Pfeil heißt dann eben empfohlene Einstellung. Also ich hätte das hier mal hier hingeschrieben, dann wäre alles gut gewesen, aber so gibt eben Leute, die dann denken, du musst ja hier klicken. Also das hatte ich schon, dass das dann hier, dann war dann alles nicht so doll, weil er dann natürlich hier geht er auf die maximale Stabilität, da werden verschiedene Sachen einfach anders gehandhabt und dadurch ist er natürlich langsamer, ja, das ist klar. So. Hier kann man noch die DSL-Version, die da benutzt wird, in der Fritzbox runterstellen. Also wenn also diese Vermittlungsstelle des DSL-Anbieters nicht die neueste Version unterstützt, kann man hier die ältere benutzen und den Annex kann man auch zwischen A und B umstellen. Also bei mir ist es vom Provider her, der will den hier haben und ich brauche auch nicht die alte Version, das funktioniert. Also besser geht's nicht, ja, also alles gut. So, bei Feedback kann man jetzt noch sich beklagen, das ist quasi der Kummerkasten. Da kann man dann sagen, was los ist. Ja, also Synchronisationsverhalten ist also häufige Unterbrechung, gelegentlich oder es ist stabil. Und dann kann man nochmal da eine E-Mail generieren und dazu schreiben, wo man sich befindet, damit AVM also so eine Map machen kann, in welchem Bereich es Probleme gibt. Dann wissen die eigentlich dann schon, was los ist. Das ist insofern interessant, wenn man da bei AVM anruft und sagt, hier bei mir die Fritzbox funktioniert nicht, da ist was kaputt. Dann fragen die, wo sind sie denn? Und dann gucken die auf ihre Tabellen und ihre Listen. Und wenn dann viele Leute hier geschrieben haben, ja, bei mir geht es auch nicht, dann ist der Support da fein raus. Und dann weiß er schon, es liegt natürlich nicht an der Box, sondern es liegt irgendwie am Kabel oder an der Verdrahtung der Straße, ist irgendwas schiefgelaufen. Und dazu ist das gedacht, dass man das hier meldet. Wie gut das gepflegt wird und wie viele Leute das machen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass man das hier machen kann und da so einen Kummerkasten hat, wo man das dann abschicken kann. Vielleicht hilft es ja doch, gerade wenn viel schief läuft, denke ich, ist es sinnvoll, das da hinzuschreiben. Jetzt kommt noch was Lustiges zum Schluss. Guckt mal unten unter dem Video auf den Like-Button und genauso gut den anderen, nämlich Hit the Subscribe-Button. Das sollte jetzt dazu geführt haben, dass die 2 Buttons aufgeleuchtet haben. Also einmal Hit the Like-Button und einmal Hit the Subscribe-Button. Wird von YouTube inzwischen über eine KI analysiert und der
hat also Einfluss auf die Anzeige. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Vor allen Dingen, ob ihr denkt, dass es zu lang ist oder ob das so okay ist oder ob ich lieber das splitten soll in 2, 3 Videos. Kein Problem, aber ich weiß es halt nicht. Ich fand es gar nicht so schlimm, jetzt die Länge, weil ich persönlich auch lieber ganz lange Videos gucke, aber das ist ja unterschiedlich. Also wenn ihr lieber kurze wollt, dann zerschnippel ich die eben. Also das ist mir gleich. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, was euch lieber ist. Würde mich sehr interessieren. Bis dann und tschüss.